Deutsch lernen durch Hören. Ja, hallo? Anne, bist du noch bei der Besichtigung? Ja, Mama. Das junge Paar ist gerade weggegangen. Wer besichtigt heute noch das Haus? Frau Neuner kommt noch. Ich muss sie jetzt abholen. Zum Glück hat der Regen aufgehört. Waren die Studenten da? Die haben mich angerufen und den Termin abgesagt. Hä? Warum? Weiß nicht. Vielleicht haben sie schon eine Wohnung gefunden. Aber sie wollten doch unbedingt zur Besichtigung kommen. Ach, egal. Mama, ich muss Schluss machen. Ich bin jetzt bei Frau Neuner. Bis später. Hallo, Frau Neuner. Ich bin Anne. Hallo, guten Tag. Wie fanden Sie denn die Gegend? Wunderbar, diese Landluft. Wir haben bisher immer nur in der Stadt gewohnt. Aber es ist sicher nicht ganz einfach ohne Auto, oder? Fährt hier ein Bus? Ja, ich weiß, dass es hier eine Buslinie gibt. Gleich um die Ecke ist die Haltestelle. Ach, das ist ja prima. Was kostet denn eine Monatskarte? Puh, das kann ich Ihnen gar nicht genau sagen. Ich fahre immer mit dem Auto. Ich glaube, sie kostet ungefähr 60 €. Ich kann aber nachher meine Mutter fragen. Sie ist auch immer mit dem Bus gefahren, als sie noch hier lebte. Ach ja, das wäre nett, danke. So, da sind wir. Ich schließe das Haus mal auf. Sehen Sie? Man steht direkt in der Diele. Hier links ist die große Wohnküche. Ah, das ist ja wirklich sehr ursprünglich. Ja, nicht wahr? Die Fußböden sind alle aus Holz. Wir haben immer Teppiche darüber gelegt. Aber in der Küche hatten Sie keinen Teppich, oder? Nein, das geht nicht wegen des Ofens. Nur dort hinten, wo die Eckbank ist. Da hatten wir immer so einen Stoffteppich, den man waschen kann. Was ist denn das für ein Ofen? Kann man darauf auch kochen? Ja, natürlich. Es ist ein Holzofen. Man kann, sehen Sie, hier den Topf draufstellen und richtig kochen. Und hier kann man eine Klappe öffnen. Sehen Sie? Und sogar Brot backen. Oh, ein Holzofen. Ist das nicht kompliziert? Ich kenne nur Elektroherde. Da gewöhnt man sich schnell dran. Aber schauen wir doch weiter. Hier neben der Küche ist das Badezimmer. Huch. Ja, man gewöhnt sich daran. Der große Boiler hier wird ebenfalls mit Holz beheizt. Und wo ist die Toilette? Die ist, sehen Sie mal hier aus dem Fenster, auf dem Hof. Sie meinen das Holzhäuschen? Ja, man gewöhnt sich dran. Und hier ist das Schlafzimmer. Das ist aber klein. Und ich sehe hier keinen Ofen. Wie wird denn das beheizt? Wir haben uns immer eine Wärmflasche mit ins Bett genommen. Das ist alles Gewohnheitssache. Ich weiß nicht. Wie groß ist denn das Haus eigentlich? Insgesamt sind es 50 Quadratmeter. Klein, aber fein. Dazu kommt noch der Stall. Der ist recht groß. Es waren einmal 40 Kühe drin. Den dürfen Sie nach Belieben nutzen. Sie haben ja ein Kind, oder? Ja, meine Tochter. Richtig. Wie alt ist sie denn? Sie wird bald 18. Und was macht sie? Geht sie noch zur Schule? Ja, bis nächsten Sommer. Dann hat sie ihr Abitur. Na, das wäre doch perfekt. Bauen Sie doch den Stall für Ihre Tochter aus. Dann hat sie ihr eigenes Reich. Sie sind doch Schreinerin, nicht wahr? Dann können Sie ja viel selber machen. Ja, ich bin Tischlerin. Ach ja, stimmt. Nun, Holz ist Holz, oder? Sind Sie selbstständig? Nein, dazu müsste ich den Meisterbrief haben. Ich arbeite bei Axel Herger Tischlerei in Mannheim. Auch gut. Da weiß man wenigstens, was am Monatsanfang auf dem Konto ist. Und Ihr Mann? Ich bin alleinerziehend. Mein Mann zieht hier nicht mit ein. Na, dann ist das Haus auf jeden Fall groß genug für Sie und Ihre Tochter. Haben Sie Haustiere? Nur ein Aquarium. Das macht ja wenig Lärm. Prima. Obwohl der Lärm hier auf dem Land auch nicht stören würde. Meine Mutter hatte immer Ziegen. Aha, nun, wird hier denn noch irgendetwas renoviert? Ich frage, weil mir die alte Wohnung schon gekündigt wurde und ich dringend etwas Neues brauche. Renoviert? Nein, nur die alten Stromleitungen. Sehen Sie hier, werden noch unter Putz gelegt. Sonst zahlt unsere Gebäudeversicherung im Brandfall nicht. Aber das geht schnell. Das kann mein Bruder am Wochenende erledigen. Gut, das heißt, ich könnte direkt am nächsten 1. einziehen? Das würde ich sagen. Ich muss das alles nur erst mit meiner Mutter besprechen. Ich melde mich am Montag bei Ihnen. Passt das? Ja, das passt. Dann habe ich auch noch ein paar Tage zum Überlegen. Das mit der Toilette auf dem Hof und die Holzöfen und der Stall. Ich muss das mit meiner Tochter besprechen. Anne,
Sind wir nun mit dem Besichtigen fertig? Wer war denn heute alles da? Frau Neuner, Herr Gabler, das Ehepaar Semmler und die beiden Frauen aus Hannover. Herr Gabler? Wer ist denn Herr Gabler? Den Namen kenne ich gar nicht. Herr Gabler ist der Metzgermeister aus Dorsten. Ach ja, der mit der Dauerwelle. Nein, das ist der Herr Semmler. Der hat die Dauerwelle. Herr Semmler hat eine Dauerwelle? Als Pfarrer? Seltsam. Herr Semmler ist kein Pfarrer, Mama. Herr Semmler ist Friseur. Eine der beiden Frauen aus Hannover ist Pfarrerin. Und die kommen extra zu uns, um zu predigen? Seltsam. Nein, die wollen nicht predigen. Die wollen vielleicht in unser altes Haus einziehen. Mit ihrer Tochter? Nein, Mama. Die Tochter gehört zu Frau Neuner. Das war die mit den Ziegen? Nein, Mama. Die Ziegen hattest du. Die haben wir doch zu Herrn Gabler gebracht, als du ausgezogen bist. Zum Friseur? Was sollen die Ziegen beim Friseur? Mama, Herr Gabler ist der Metzgermeister aus Dorsten. Ach, und der hat jetzt die Ziegen? Ja, so ungefähr. Frau Neuner hat ein Aquarium mit Fischen. Ja, Fische schmecken auch gut. Es war ein langer Tag heute. Ich weiß gar nicht, für wen wir uns entscheiden sollen. Warum geben wir das Haus nicht dem Ehepaar Semmler? Ein Pfarrer im Ort ist immer gut. Weil Herr Semmler kein Pfarrer ist, sondern Friseur. Und weil der Beruf des Mieters eigentlich egal ist. Mir ist das nicht egal. Ich hoffe, keiner ruft mehr an, der das Haus anschauen will. Wenn ich dir raten darf, nehmen wir Frau Neuner. Die braucht dringend eine neue Wohnung. Und sie war sehr nett. Nicht so schnell, junge Dame. Ein weiblicher Metzger ist mir etwas unheimlich. Und dann noch mit Dauerwelle. Außerdem hat vorhin noch der Neffe vom Bürgermeister angerufen. Er möchte vielleicht den ganzen Bauernhof kaufen. Mit dem müsstest du nachher nochmal nach Kleindorf gehen und ihm das Haus zeigen. Also gut. Verkaufen wäre vielleicht auch die allerbeste Lösung. Oh Gott! Oliver ist aufs Gleis gestürzt. Matthias, zieh schnell den Zugnotstopp, bevor eine Bahn kommt. Wo ist er denn? Ach ja, hier ist er. Ich habe ihn gezogen. Hilfe! Kann uns jemand helfen? Oh mein Gott! Schau mal, da kommt eine S-Bahn. Jemand muss sofort einen Krankenwagen rufen. Ich rufe an. Notrufzentrale, Neumann am Apparat. Wie kann ich Ihnen helfen? Hallo, mein Name ist Matthias Fischer. Bei uns ist ein Unfall passiert. Wir brauchen dringend einen Arzt. Mein Kollege... Einen Moment bitte, Herr Fischer. Wo ist der Unfall passiert? Ich brauche die genaue Adresse bitte. Wir sind im Bochumer Hauptbahnhof am Gleis 4. Und was ist passiert? Mein Kollege ist vom Bahnsteig auf die Gleise gefallen und wurde anschließend von einer S-Bahn überrollt. Wir haben den Zugnotstopp gezogen, aber es war leider schon zu spät. Ist er verletzt? Ja, er ist schwer verletzt. Es sieht so aus, als ob sein linkes Bein abgetrennt worden ist. Ist er bei Bewusstsein? Nein, er liegt bewusstlos auf dem Gleis und er verliert viel Blut. Wir schicken sofort einen Krankenwagen mit einem Notarzt ins Gleis 4. Sie sind in ein paar Minuten bei Ihnen. Vielen Dank. Brautkleid bleibt Brautkleid und Blaukraut bleibt Blaukraut. Perfekt. Ich habe noch ein paar Zungenbrecher. Möchten Sie noch einen versuchen? Bitte nicht. Wir sind schon ganz durcheinander. Ein Glas Wein wäre mir lieber. Das heilt die zerbrochene Zunge wieder. Schön gesagt. Sie haben gelernt, wie man mit der Sprache spielen kann. Unser Deutschkurs ist übernächste Woche zu Ende und wir wollen eine Party organisieren. Wir haben eine Teilnehmerliste am schwarzen Brett links vor der Treppe aufgehängt. Da könnt ihr euch gerne eintragen. Wann und wo findet die Party statt? Am letzten Kurstag. Wenn das Wetter schön ist, werden wir die Party im Schlosspark machen. Und wenn es schlecht ist, feiern wir natürlich hier im Kursraum. Dann wünsche ich Ihnen allen einen guten Abend. Wir sehen uns nächste Woche. Da geht es dann um Sprichwörter. Frau Garcia, ich würde Sie gern zu einem Glas Wein einladen. Oh, wir können uns gerne duzen, wenn du nichts dagegen hast. Sehr gerne.
Also, ich bin Kadir. Und ich bin Valentina. Und? Wie sieht es aus? Kommst du mit? Oh, würde ich gerne, aber ich habe keine Zeit. Ich habe einen Termin bei der Studienberatung. Studienberatung? Um diese Uhrzeit? Ja, die haben bis 20 Uhr auf. Ich muss mich beraten lassen. Ich will in Deutschland studieren und dazu brauche ich noch viele Informationen. Zum Beispiel, wie ich mein Studium finanzieren kann. Wenn man wenig Geld hat, kann man etwas beantragen. Mir fällt gerade das Wort nicht ein. Das ist extra für Schüler und Studenten. Ah, du meinst BAföG? Ich dachte, das bekommen nur Deutsche. Ich bin Spanierin. Entschuldigen Sie, wenn ich mich einmische, aber als EU-Bürgerin können Sie bestimmt BAföG beantragen. Ah, tatsächlich. Das wäre ja wunderbar. Doch, doch. Wer in Deutschland studiert, kann auch BAföG beantragen. Ah, da bin ich aber froh. Das wusste ich gar nicht. Was muss ich denn da machen, um BAföG zu bekommen? Sie müssen einen Antrag stellen. Oha, Anträge. Ich verstehe nur Bahnhof. Stimmt. Vor allem, wenn man noch nicht so gut Deutsch kann. Und dann dauert das immer so lange, bis man Antwort bekommt. In der Zeit können wir ganze Weinfässer zusammen leer trinken. Und ich brauche dringend einen Job. Meine Eltern können mich nicht ewig unterstützen. Hängen Sie doch eine Anzeige hier am schwarzen Brett auf. Ah, gute Idee, danke. Das mache ich. Ich schreibe gleich einen Zettel und hänge ihn auf. Ach, da fällt mir gerade noch ein. Als ich Studentin an der Uni war, habe ich immer in den Semesterferien gejobbt. Meine Uni hat eine Website, auf der alle möglichen Studentenjobs angeboten werden. Sie können auch da schauen. Ja, stimmt. Da habe ich meinen Job gefunden. In dem letzten Semester habe ich in einem Reisebüro ausgeholfen. Es gibt noch eine Website www.studenten-vermittlung.com. Darauf kannst du einen Job als Aushilfe finden. Du kannst zum Beispiel Nachhilfeunterricht in Mathe oder Englisch geben. Guten Morgen, Frau Schmidt. Was machen Sie denn für einen Lärm? Es ist doch noch mitten in der Nacht. Es ist 7 Uhr, Frau Schmidt. Wie geht es Ihnen denn heute? Hatten Sie eine erholsame Nacht? Eine erholsame Nacht? Dass ich nicht lache. Wie soll ich denn schlafen, wenn ich mich kaum bewegen kann? Sobald ich mich im Schlaf auf die Seite drehen will, wache ich auf. Mein Rücken tut schon weh. Ich kann nicht immer nur auf dem Rücken schlafen. Sie können sich auch ruhig auf die Seite drehen, das ist kein Problem. Aber wie soll ich denn auf die Seite kommen mit meinem Gipsbein? Das funktioniert doch nicht. Doch, das geht. Sie müssen nur das Gipsbein in diese Schlaufe hier legen. Aber das tut weh. Ach, Frau Schmidt, Sie haben nur ein gebrochenes Bein. Das ist doch nicht so schlimm. Nicht so schlimm? Das ist eine Katastrophe. Ich muss bis nächste Woche noch hier im Krankenhaus bleiben. Dabei heiratet meine Tochter am Dienstag. Wenn Sie regelmäßig Ihre Krankengymnastik machen würden und nicht den ganzen Tag nur im Bett liegen würden, dann wären Sie schon lange wieder zu Hause. Wie soll ich denn mit meinem gebrochenen Bein aufstehen? Ganz einfach. Wenn Sie sich bewegen und spazieren gehen, wird Ihr Körper aktiver und das unterstützt die Heilung. Probieren Sie es doch einfach mal aus. Aber das nützt mir doch trotzdem nichts. Meine Tochter heiratet am Dienstag und ich kann nicht dabei sein, weil ich hier im Krankenhaus liege. Ich mache Ihnen einen Vorschlag, Frau Schmidt. Wenn Sie heute mindestens 3 Runden spazieren und einmal zur Krankengymnastik gehen, bespreche ich das mit dem Arzt, ob er Sie nicht bereits am Montag entlassen kann. Was halten Sie davon? Das wäre ja wundervoll. Dann könnte ich an der Hochzeit teilnehmen. Würden Sie das für mich tun? Wenn Sie aufstehen und machen, was wir Ihnen raten, dann sehe ich da gute Chancen, dass der Arzt zustimmt. Dann werde ich direkt aufstehen und mich waschen gehen. Sehr schön. Wenn Sie Hilfe brauchen, dann rufen Sie mich einfach. Ich hole in der Zwischenzeit Ihr Frühstück. Sie sollten essen, damit Ihr Körper die nötige Energie hat. Ja, das werde ich. Vielen Dank. Ich freue mich sehr darüber.
Thomas Müller? Guten Tag, Herr Müller. Werkstatt Heinz hier. Beck ist mein Name. Herr Müller, ich wollte Ihnen nur mitteilen, Ihr Auto ist noch nicht ganz fertig. Was? Aber es sollte doch schon gestern fertig sein. Eigentlich schon, aber wir mussten das kaputte Teil direkt beim Hersteller bestellen und es ist noch nicht angekommen. So ein Mist. Ich brauche das Auto ganz dringend. Wir wollten doch morgen früh nach Österreich fahren. Es tut mir leid, dass wir die Reparatur nicht wie geplant bis zum Wochenende erledigen konnten. Bis wann soll das Auto denn jetzt fertig sein? In 2 Tagen melden wir uns bei Ihnen. Das ist zu spät. Bis morgen Abend muss es unbedingt fertig sein. Herr Müller, wir können Ihnen für Ihren Urlaub einen günstigen Leihwagen anbieten. Das kommt für mich nicht in Frage. Ich will lieber mit meinem eigenen Wagen fahren. Das tut mir leid, aber bis morgen können wir Ihren Wagen nicht reparieren. Dann informieren Sie mich unverzüglich, sobald der Wagen fertig ist. Werde ich tun. Nochmals Entschuldigung für die Umstände. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Einen Tag später. Ist zurzeit nicht persönlich erreichbar. Bitte hinterlassen Sie Ihre Nachricht nach dem Signalton. Besten Dank. Guten Tag, mein Name ist Schwarz von der Werkstatt Heinz. Wir haben gute Nachrichten. Sie können Ihr Auto heute ab 16 Uhr abholen. Außerdem hat der Einbau nicht so lange gedauert wie erwartet. Die Reparatur kostet insgesamt 450 €. Auf Wiederhören. Wir sind heute in Flensburg auf einer Feuerwache und vor mir sitzt Herr Mitschke. Hallo, Herr Mitschke. Danke, dass ich Sie interviewen darf. Das ist doch kein Problem. Wir freuen uns immer, wenn junge Leute Interesse an unserer Arbeit haben. Also, Sie sind hier der Leiter der Feuerwache, richtig? Genau. Ich bin Leiter der Berufsfeuerwache Flensburg. Wie viele Feuerwehrmänner arbeiten hier? Aktuell arbeiten hier auf der Wache 215 Feuerwehrmänner und Frauen in 2 Wachabteilungen. Und wie viele Stunden arbeiten Sie hier pro Woche? Unser Dienst dauert immer 24 Stunden. Das bedeutet, dass wir immer 24 Stunden arbeiten und dann 24 Stunden frei haben. Auch am Wochenende? Ja, auch am Wochenende. Die Feuerwehr muss immer einsatzbereit sein. Da ist es egal, ob Wochenende oder Feiertag ist. Wenn es irgendwo brennt, müssen wir helfen. Verstehe. Und wie machen Sie das dann mit Ihrer Familie? Ich bin seit 20 Jahren Feuerwehrmann. Da haben wir uns schon dran gewöhnt. Meine Frau arbeitet im Büro und kümmert sich um die Kinder, wenn ich Dienst habe. An meinen freien Tagen hole ich meine Töchter oft von der Schule ab. Wie sind Sie denn Wachleiter geworden? Ich war als 10-jähriger Junge bereits bei der Jugendfeuerwehr. Ich habe mein Abitur gemacht und anschließend Brandschutz und Sicherheitstechnik studiert. Das ist ein Studium direkt für den Feuerwehrdienst. Danach musste ich nochmal eine Ausbildungszeit bei der Feuerwehr durchlaufen und wurde dann zum Wachleiter. Was war der spannendste Einsatz, den Sie je erlebt haben? Spannend sind unsere Einsätze eigentlich fast immer. Es gibt manche Einsätze, die besonders sind. Da gibt es oft Kleinigkeiten oder irgendeine kleine Geschichte, die wir nie vergessen können. Was ist so eine besondere Geschichte? Wir hatten vor mehreren Jahren einen Einsatz auf der Autobahn. Wir wurden zu einem brennenden Fahrzeug gerufen. Es war ein großer Transporter, in dem sich hinten auch mehrere Hunde befanden. Der Besitzer hat mehrfach versucht, seine Hunde zu befreien, aber durch die Hitze hatten sich sämtliche Türen verzogen und man konnte das Fahrzeug nicht mehr öffnen. Wie schrecklich. Haben die Hunde überlebt? Einer unserer Kollegen hat selbst Hunde und ist sehr tierlieb. Er hat sich seine komplette Ausrüstung angezogen, Atemschutz angelegt, alle Fenster des Transporters eingeschlagen und ist hineingegangen. Wir haben inzwischen das Fahrzeug von außen gelöscht. Er ist dann erst mit 2 kleineren Hunden wieder herausgekommen. Er ist nochmal reingegangen und hat die beiden größeren Hunde geholt. Der Besitzer war sehr dankbar und die Hunde wurden im Rettungswagen mit Sauerstoff versorgt und anschließend in die Tierklinik gebracht. Sie sind mit den Hunden im Rettungswagen zur Tierklinik gefahren? Ja, natürlich. Die Hunde hatten viele Rauchgase eingeatmet und mussten dringend ärztlich versorgt werden. Geht es denn allen Hunden gut? Ja, die sind alle gesund und lebhaft. Der Besitzer war einige Tage später mit allen Hunden hier bei uns auf der Wache und hat uns Kuchen vorbeigebracht.
um sich zu bedanken. Das ist ja eine echt schöne Geschichte. Ja, wir freuen uns immer, wenn sich die Menschen, denen wir geholfen haben, später nochmal bei uns melden und wir auch erfahren, ob es allen gut geht. Vielen Dank für das Interview, Herr Mitschke. Sehr gerne. Und falls du oder einer deiner Klassenkameraden Lust auf die Feuerwehr hat, dann suchen wir immer Nachwuchs für unsere Jugendfeuerwehr. Das sind schließlich die Feuerwehrleute von morgen. Sie können uns gerne eine E-Mail schreiben. Wir sind auch auf Instagram. Da können Sie uns folgen. Das werde ich in mein Interview einbauen. Vielen Dank. Andrea Wagner hier. Hallo Andrea, hier ist Eva. Ich hatte dir ja versprochen, dich diese Woche anzurufen. Wie geht es dir? Hallo Eva. Mir geht es sehr gut. Ich habe heute einen Tag frei und entspanne mich gerade in meinem Garten. Das klingt ja schön. Ich wollte dir unbedingt erzählen, dass ich endlich eine neue Wohnung gefunden habe. Du weißt ja, dass ich schon sehr lange nach einer Wohnung in Hamburg gesucht habe. Und nun ist es endlich soweit. Ich freue mich für dich. Wie viele Zimmer hat die Wohnung denn? 3 Zimmer. Das Wohnzimmer ist schön groß und hat einen Balkon zu einem Waldstück. Der Ausblick ist wunderschön. Und man hört morgens die Vögel zwitschern. Leider ist die Küche ziemlich klein. Aber mit der richtigen Einrichtung ist das nicht so schlimm. Es gibt noch ein schönes Schlafzimmer, in das alle meine Möbel passen, und ein kleines Zimmer. Das werde ich als Arbeitszimmer nutzen. Das Bad hat eine Badewanne. Darüber freue ich mich sehr. Bisher hatte ich ja nur eine Dusche. Außerdem habe ich im Bad endlich Platz für einen Schrank, in dem ich Handtücher und Kosmetik aufbewahren kann. Das klingt ja sehr gut. Und wie viele Quadratmeter hat die Wohnung? In dem Wohnungsangebot standen 55 Quadratmeter. Aber ich hatte gestern Nachmittag einen Termin zur Besichtigung und glaube, dass es sogar mehr sind. Und wie viel Miete zahlst du dann dort? 550 € pro Monat und 50 € für Strom. Oh, das ist aber deutlich mehr, als ich für meine Wohnung bezahle. Sie ist ungefähr 60 Quadratmeter groß und ich zahle 450 €. Ist dir das nicht zu teuer? Nein, finde ich nicht. Ich habe ja bisher in der Hamburger Innenstadt gewohnt und deutlich mehr Miete für weniger Platz gezahlt. Nun ziehe ich an den Rand von Hamburg in einen ruhigeren und grüneren Stadtteil und zahle dann für fast dieselbe Größe der Wohnung 100 € weniger. In der Nähe sind auch viele Einkaufsmöglichkeiten und ein See ist auch nicht weit entfernt. Das ist doch perfekt. Passen denn alle deine Möbel in die neue Wohnung? Nein, leider nicht. Meine jetzige Küche ist deutlich größer, also muss ich mir eine neue kaufen. Mein Sofa und meine Schrankwand sind schon so alt, dass die wahrscheinlich bei einem Umzug kaputt gehen. Ich muss also unbedingt neue Möbel kaufen. Einen neuen Schrank für mein Bad brauche ich dann ja auch noch. Das trifft sich super. Ich habe vor, am Samstag zu Möbel Heinz zu fahren. Wir brauchen unbedingt einen neuen Schreibtisch für meinen Sohn Robert. Der alte Schreibtisch hat viel zu wenig Platz und sieht auch nicht mehr schön aus. Da Martin am Samstag leider arbeiten muss, hatte ich vor, allein zu gehen. Lass uns doch gemeinsam fahren. Ja, sehr gerne. Mein Auto steht zurzeit in der Werkstatt. Die Bremsen sind schon alt und müssen nun dringend erneuert werden. Es dauert wahrscheinlich noch 2 Tage, bis ich mein Auto abholen kann. Ich hätte daher im Moment keine Möglichkeit gehabt, zu Möbel Heinz zu fahren. Dann hole ich dich ab. Passt es dir, wenn ich um 10 Uhr bei dir bin? Ja, das passt gut. Brauchst du noch etwas? Vielleicht noch ein neues Regal für den Flur. Unser altes Schuhregal ist viel zu klein und alle Schuhe stehen immer auf dem Boden. Ständig stolpere ich über die Schuhe oder Taschen. Ich werde mal schauen, ob es ein größeres Regal in der gleichen Farbe gibt. Und was machst du dann mit deinem alten Regal? Passen die denn beide in deinen Flur? Nein, das alte Regal muss dann weg sein. Also, ich habe gar kein Schuhregal. Wenn du es nicht mehr möchtest, dann würde ich es nehmen. Oh, das ist eine gute Idee. Wenn ich am Samstag ein neues Regal finde, dann bekommst du das alte. Was brauchst du denn noch? Viel. Also, ein Bett habe ich mir letztes Jahr erst neu gekauft. Das ist sehr bequem und passt auch in die neue Wohnung. Das behalte ich also. Aber mein Kleiderschrank ist wahrscheinlich zu groß. Das muss ich in der neuen Wohnung noch genau messen. Meinen Schreibtisch nehme ich auch mit. Der passt auf jeden Fall in mein neues Arbeitszimmer. Aber ich habe keine Lampe. Ich brauche einen neuen gemütlichen Sessel und natürlich ein neues Sofa, eine Schrankwand und eine neue Küche.
Und den Schrank für das Badezimmer. Hast du eigentlich Stühle und einen Tisch für deinen neuen Balkon? Bisher hattest du ja keinen Balkon. Nein, ich habe keine Balkonmöbel. Ich habe in der Werbung neulich eine schöne Hollywood-Schaukel gesehen. Die würde mir gefallen. Der Balkon ist sehr groß, das sollte ausreichen. Ich weiß nicht, ob es bei Möbel Heinz auch Balkonmöbel gibt, aber wir können ja einfach mal schauen. Das macht nichts. Ich habe ja ab nächster Woche mein Auto wieder und kann dann auch noch in andere Möbelhäuser fahren. Das Wichtigste ist erstmal die Küche, das Sofa und die Schrankwand. Alles Weitere kann ich ja auch noch besorgen, wenn ich schon umgezogen bin. Das stimmt. Dann komme ich am Samstag um 10 Uhr vorbei. Ich freue mich darauf. Ich auch. Bis dann. Schau mal, Liebling, unsere Betriebskostenabrechnung war im Briefkasten. Oh, da bin ich ja mal gespannt. Ich auch. Im letzten Jahr mussten wir fast 300 € nachzahlen. Na, dann mach schnell auf. Was? Das glaube ich ja nicht. Was denn? Wir bekommen 800 € zurück. Damit hätte ich nicht gerechnet. Das ist doch super. Dann können wir uns ja doch eine PlayStation 4 kaufen. Träum weiter. Wir müssen dringend ein neues Bett kaufen. Das alte quietscht und einige Latten sind auch schon gebrochen. Darauf können wir doch kaum noch gut schlafen. Du hast recht, mein Schatz. Dann lass uns doch heute Nachmittag mal ins Möbelhaus fahren. Dann schauen wir uns die Betten mal an und vielleicht finden wir ja genau das Richtige. Ja, das machen wir. Ich hätte gern ein hohes Bett mit einer weichen Matratze. Dann fällt morgens das Aufstehen viel leichter. Das würde mir auch gut gefallen. Bei Möbel Walter sind gerade Angebotswochen. Da gibt es bis zu 50% Rabatt auf Ausstellungsstücke. Da sollten wir unbedingt zuerst schauen. Super. Dann lass uns doch direkt losfahren. Aber ich wollte doch erst in Ruhe meine Zeitung lesen. Das kannst du doch machen, wenn wir wieder zu Hause sind. Die Zeitung wird schon nicht weglaufen. Na gut. Ich merke schon, dass du dich sehr auf ein neues Bett freust. Du gibst ja keine Ruhe, bis wir endlich losfahren. Das stimmt. Danke. Schatz, ich kann alles tun, damit du glücklich bist. Du beschwerst dich doch auch jeden Morgen darüber, dass dir der Rücken wehtut. Das liegt an den alten Matratzen und dem alten Bett. Ja, ich sage ja, dass du recht hast. Na komm, lass uns zu Möbel weiterfahren. Ich habe meine Zeitung schon beiseite gelegt. Du bist der Beste. Komm schon, wir wollen gleich los. Du müsstest dich langsam mal anziehen. Wo wollten wir nochmal hin? Eislaufen mit Susanne und Martin. Das habe ich total vergessen. Bist du mir böse, wenn ich nicht mitkomme? Was? Es war doch deine Idee. Ja, schon. Aber ich war doch gestern im Fitnessstudio. Ich habe so starken Muskelkater und kann mir nicht mal vorstellen, dass ich heute Eislaufen soll. Na toll. Ich hatte mich so darauf gefreut. Dann sage ich Susanne und Martin ab. Nein, das musst du nicht. Geh doch mit den beiden Eislaufen. Ich nehme ein schönes, heißes Bad, um meine Muskeln zu entspannen. Und dann treffen wir uns alle danach. Und gehen noch schön essen. Was hältst du davon? Ja, das klingt nicht schlecht. Wir laufen bis 20 Uhr. Treffen wir uns dann an der Eishalle? Ja, ich hole euch ab. Reservierst du uns dann schon mal Plätze in einem Restaurant? Wohin möchtest du denn? Ich bin da nicht wählerisch. Entscheide du einfach. Susanne ist doch aber Veganerin, oder? Nein, sie ist Vegetarierin. Das heißt, dass sie kein Fleisch isst. Aber Milch, Käse, Eier und Honig isst sie schon. Alles klar. Dann lass uns doch einfach zu dem super leckeren Italiener gehen. Weißt du, welchen ich meine? In der Berggasse? Genau. Soll ich uns dort einen Tisch reservieren? Oh ja, der macht die beste Pizza und die leckersten Nudeln, die ich je gegessen habe. Susanne und Martin werden begeistert sein. Sehr schön. Dann sehen wir uns nach dem Eislaufen. Ich hoffe, du bist mir nicht böse, dass ich nicht mitkomme. Nein, alles in Ordnung. Ich weiß doch, dass du viel trainierst. Ich kann das ja auch verstehen. Aber manchmal würde ich mir wünschen, dass wir gemeinsam mehr unternehmen. Vielleicht komme ich einfach mal zu deinem Training mit. Das ist eine super Idee. Das machen wir. Bis später. Bis dann.
Deutsch lernen durch Hören.